Cómo suena tu tambor, cómo suena tu tambor. Dime, dime por favor, cómo suena tu tambor. Ja, die beiden Herren haben wir jetzt gerade gefragt, ob wir irgendwo übernachten und zelten dürfen. Die bringen uns jetzt mal irgendwo hin. Schauen wir mal. Hier. Vamos a ver. Aquí hay baño. Baño. Banjo, Ja. Banjo. Okay. Warten, bis es dunkel wird und bauen auf. Stellen uns einen Wecker auf 6 Uhr und bauen wieder auf. Was mich halt echt stört, also Wenn da morgen einer ist, dann können wir den ja fragen, ja, können wir hier campen? Und dann sagt er ja und dann können wir sagen, oh, machen wir das so. ein schöner weiterer neuer Tag. Wir sind noch in Trinidad. Hatten hier 2 angenehme Nächte. Sind jetzt am Zusammenpacken jedenfalls. Ich würde jetzt noch eine kleine Roomtour a posteriori machen. Ich will mal kurz zeigen, wie es hier ausschaut. Eigentlich recht nett. Wir haben uns recht wohl gefühlt. Ja, Klimaanlage gibt's. Sehr angenehm. Ja, dann hier eben so ein Küchenbereich oder eben eine Küche. Gasherd. Elektrischen Herd hat man schon ewig nicht mehr. Hier ist auch alles immer mit Gas. Dusche. Schlafplatz unter einer Brücke. Es ist nicht so viel los. Wir hoffen, dass wir einigermaßen ruhig schlafen können. Einen wilden Hund haben wir noch. Tut aber nichts. Ja, was Besseres ist nicht zu finden, beziehungsweise da in die Büsche wollen wir nicht, wegen den doch reichlich potenziellen giftigen Tieren. Deswegen wird es hier so ein bisschen, ja, ein bisschen oll, aber für eine Nacht wie immer geht's dann, ne? So viele Schlafplätze gibt es hier leider nicht, deswegen müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Aber schön am Wasser. Herrlich. Alte Eisenbahnbrücke. So, jetzt kommt ein Auto. Also so laut ist es wirklich nicht. Geht, ne? Wir sind in Durazno.
Spricht man wahrscheinlich anders aus. Wie immer wissen wir das nicht, bla bla bla. Jedenfalls sind wir hier am El Dorado. Nicht im, sondern am. Das ist so ein Supermarkt. Ja, was wir jedenfalls noch zeigen wollten, ist klasse. Das ist echt eine Perle. Einen Moment. Ja, dann gehen wir jedenfalls mal einkaufen. Und dann fahren wir weiter. Wie viele Kilometer fahren wir heute noch? 40? Ich hab Bock. Oh, sie hat Bock. Okay, 10 sind wir bisher gefahren. In Sechsestettchen, einem Stausee sind es noch ungefähr 65. Wir schauen mal, wie immer. Tschüss. Wir haben jetzt 6,25 Liter Wasser gekauft. Das ist prozentual günstiger. Tatsächlich ist das Wasser recht teuer hier. Also für eine 1,5 Liter Flasche zahlt man über 1 Euro. Ja. Über 1 Euro. Also es gibt auch kein Billigwasser oder irgendwie, ja, irgendeine Alternative gibt es leider nicht. Deswegen kaufen wir jetzt einen 6 Liter Kanister, füllen unsere Flaschen auf. Wir haben auch noch den Wassersack, vielleicht machen wir da noch ein bisschen was rein. Aber ja, ungefähr so viel brauchen wir pro Tag. Für den nächsten Morgen, ganzen Tag, für den nächsten Morgen noch. Ja. Deswegen machen wir es jetzt mal auf diese Weise. Da offen. Super. Oha. Okay. Wow. Ich freue mich jedes Mal, aber denke, warum nicht immer so? Baños. Damas und Caballeros. Aber Damas. Damas ist gut. Klausurado. Nee, nicht, was das ist. Nee. Boah. Alles gut. Dusche gibt's nicht, wa? Dusche. Uha. Was? Ja, ist ein Viech. Kakerlake. Okay, Wasser geht. Ja. Ja, vielleicht kann man jetzt gucken, wo wir 2 Tage bleiben können. Oh, ist auch nicht schlecht. Steckdose hat's auch. Ah, vielleicht geht sie, das Licht geht ja auch. Ja. Aber wir haben ja nicht so einen Stecker, oder? Vielleicht geht er mit, weil manchmal geht er, glaube ich, mit Gewalt. So. Unser Stecker. Nachdem wir den Park hier erkundet haben, uns entschieden haben, hier zu bleiben, ist wirklich ganz toll. Bereiten wir jetzt, oder haben wir uns schon ausgebreitet, wie man sieht. Bereiten das Essen zu. Dort werden wir unser Zelt aufstellen. Alles sehr großzügig. Ab und zu kommt mal die Jugend vorbei mit dem Moped. Ja, richtig cool. Glücksgriff sozusagen. Eben kurz zeigen, was es heute gibt. Süßkartoffel mit Zucchini und Lauch. Und diversen Gewürzen. Ja. Ja, wir sind immer noch in der Ortschaft von gestern. Haben da hinten im Park geschlafen. Und hatten ja eh gedacht, das ist so schön hier, das könnten wir noch eine Nacht bleiben. Kam heute Morgen eine Reinigungskraft zu uns, meinte, dass wir da gar nicht zelten können. Sondern es gibt hier eine riesige offizielle Zeltwiese. Und da bleiben wir noch eine Nacht. Ne? Das ist total schön. Kostet alles nichts. Sehr hilfsbereite Menschen wieder, sehr freundlich. Fühlen uns sehr wohl. Das nutzen wir mal aus. Ne? Machen uns mal einen schönen Tag, bisschen Videoschnitt, bisschen gut essen vielleicht, was es hier so gibt. Wie lange war ich weg? 1,5 Stunden würde ich auch sagen, ja. Ja, also auf der Suche nach Supermercado gibt es hier leider nicht. Oh. Da habe ich einen Opi angesprochen, der auch gerade Fahrrad gefahren ist. Der hat mich dann zu einem Kiosk, also der hat schon ein bisschen was, aber nichts, was man jetzt irgendwie kochen könnte, gebracht. Da kann man aber nicht mit Karte zahlen.
Ja. Hat mich dann in eine Bank verwiesen, kurz dahinter. Da habe ich leider kein Bargeld bekommen. Hm. Hatte noch 90 Pesos. Dann hat er mir eine große Cola und eine kleine Fanta für 90 Pesos gegeben, Oha. was knapp 2 Euro sind. Ah, Dann habe ich ihn nochmal nach diesem Speisesaal gefragt. ja. Dann hat er mir nochmal den Weg gezeigt. Dann war ich dort, habe da gefragt, ob wir dann essen kommen können um 11 Uhr. Ja. Also es geht darum, die Dame im Park, die Reinigungskraft hat uns ja erzählt, dass wir im Speisesaal, es ist so wie die Tafel eigentlich, Ja. dass wir dort essen können. Die kann das aber nicht entscheiden, hat mich Ja. dann wieder zurückgeschickt, Ja. hat irgendwas von Schule gesagt. Dann bin ich zur Schule gefahren, habe mit der Dame gesprochen, die meinte, dafür ist sie überhaupt gar nicht zuständig, Aha. aber das Verwaltungsgebäude ist gegenüber. Hm. Dann bin ich da rein. Achso, ja genau. Dann bin ich quasi zur Stadtverwaltung, habe sämtliche Schlüssel für die Toiletten bekommen. Echt? Putzzeug, Toilettenpapier. Oha. Also ich weiß nicht, wie die aussehen. Sollen wir morgen, ich bin jetzt so verantwortlich, das sollen wir morgen wieder zurückbringen. Okay. Dann hat die sämtliche Leute angerufen, ob wir dann noch was zu essen kriegen. Ruf mich zurück, meinte sie, weil sie das auch nicht weiß, ob 2 Essen übrig sind. Ja. Es wird ja abgezählt sein, ne? Wird abgezählt sein. Sie würde mich dann anrufen. Jetzt hat mich aber die Dame im Park irgendwie gerade noch mal bestimmt 20 Minuten aufgehalten. Sie meinte, es geht klar. Aha. Also sie meinte um 12. Ich weiß nicht genau. Also um 12 könnten wir dann dorthin fahren und Essen abholen. Also das ganze Dorf weiß jetzt Bescheid, dass wir da sind. Ja. Also Kioskbesitzer, Fahrradfahrer, alle möglichen, habe alle gegrüßt und so weiter. Mhm. Also die Schule weiß Bescheid. Ja, okay. Ja, okay, das war ein Ritt. Also ich habe nichts zu essen, aber viel Erfahrung gesammelt. Okay. Ja, Sehr okay. nette Menschen. Ja, also wirklich ganz toll. Wunderbar. Ja. Ah, sehr gut. Ach Gott, das kann Okay, super. La sombrita. ¿Ah? O la sombra. Ah, No, la bici. La sombrita. A la Sonne, ja. 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 Sí. Ja, alle Türen gehen nicht auf. Also sie hatte, glaube ich, uno and cinco. Sí, Uno and cinco. sí. Ella me mandó para que llevara la vianda. Sí, ella me mandó, dice que lleve una vianda. Por eso yo vine. ¿Piensan algo más? Oh. Mm. Ja, mit Fleisch sogar. Ah. Oh. Ja, krass. Boah, ich habe meinen Mordshunger, muss ich sagen. Ja, ich auch. Dann Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, sind wir hier in unserem Schlafplatz heute. Da ist die Dusche, das sind die Toiletten. Ja, guten Morgen. Dann schlafen. Mann, Benny! Ja, Katja macht die Schotten dicht. Ja, ich versuch's.
Wir sind hier auf so einem städtischen Campingplatz, in so einem Park in Paso de los Torres. Ja, alles wie wir es kennen, bisschen in die Jahre gekommen, aber alles funktional, saubere Toiletten. Wird sogar geschwommen im Rio Negro. Kleine Buden gibt es hier, kann man was zu essen kaufen. Können wir uns vielleicht nachher mal anschauen. Eigentlich kochen wir natürlich selber, haben wir eigentlich auch schon eingekauft. Mal gucken. Ja, Benjamin ist fleißig. Steckdosen gibt es auch. Die passen auf unsere europäischen Stecker. Ist ganz gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, schon funktional, ne? Aber ich finde so diesen Kellergeruch, diesen Kellergeruch haben wir nicht mehr. Nee. Also im Zelt meine ich jetzt. Ja, Mama. Rettungsschwimmer hier auch? Nur halt nicht immer, also jetzt zum Beispiel nicht. Nur halt nicht immer. Wir können ja mal versuchen, 300 haben wir, ja? Nicht, dass wir da uns jetzt... Ja. Ja. Tres cervezas, por favor. Brahma hatten wir, glaube ich. Brahma. 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 300. 300. Oh. Okay. Gracias. Gracias. So. Alles erledigt. Sí, sí. Muy bien. Let's go. Gut. La mañana me despierta, el camino me está llamando por la ruta solitaria. Sigo el viento, voy andando. Sigo el viento por la pampa uruguaya. Sigo el viento, donde me lleve vaya. Bajo el cielo tan inmenso, las praderas van pasando, los pájaros me saludan y el sol me va calentando. Sigo el viento por la pampa uruguaya. Sigo el viento, donde me lleve vaya. Entre montañas y valles. Ja, schönen guten Morgen. Wir hatten ja eine Nacht mit einer Unterbrechung. Die Polizei ist gekommen um 11:30, glaube ich. Was sie jetzt genau wollten, wissen wir nicht. Mussten unsere Pässe vorzeigen. Die wurden gefragt, wann wir wieder abfahren morgen. Und uns wurde dann gesagt, dass wir auf keinen Fall auf das Gelände gehen sollen, wo die Schule mutmaßlich angezündet wurde. Das haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Ja, und dann sind sie wieder abgezogen. Danach konnten wir, glaube ich, beide, also ich auf jeden Fall, nicht wieder einschlafen. Es hat dann so bestimmt eine Stunde gedauert.
Los caminos de Tierra Rock van contando sus secretos, y mi fiel acompañante vuela siempre sin apuro. Sigo el viento por la pata uruguaya. Sigo el viento, donde me lleva.